Preise ziehen aber auch ganz schön an. Dürfte euch bekannt vorkommen vom Einkaufen aus dem Supermarkt. Und heute geht es um Inflation. Aber was passiert bei einer Inflation? Und wie lernen wir damit umzugehen? Und wie halten wir alle Bälle in der Luft? Und das Buch hat Antworten auf diese Fragen. Ihr wisst, wir treffen immer interessante Leute bei der Expedition Finance. Heute den Mitautor dieses Buchs. Und der kann uns mehr über die Lohnpreisspirale und das Verbrauchervertrauen erzählen. So, dann mal willkommen auf der 27. Das ist nett, vielen Dank. Und eine Kleinigkeit ist vorbereitet, ja. Oh ja, Ja. super. Ja, das sieht ja schick aus. Und bei mir sitzt jetzt Joachim Würmeling. Du bist Mitautor des Buchs, auch Vorstand der Bundesbank. Es wird so viel über Inflation geredet, wieso noch ein Buch? Es wird viel über Inflation geredet, es wird auch viel diskutiert über die Folgen, aber erklären tut die Inflation eigentlich keiner so richtig. Und wir wollen wirklich Licht in das Dunkel von diesem Mysterium Inflation bringen. 50 Jahre hatten wir keine, keiner hat es erfahren, keiner kennt es. Und wir wollen die ganzen vielen Erkenntnisse, die es zur Inflation gibt, auf die heutige Situation runterbrechen und allen, die es wissen möchten, erklären, was passiert eigentlich wirklich dort. Und dafür habe ich jetzt so ein Mini-Wirtschaftssystem aufgebaut, also mit Shops, Banken und natürlich den Menschen, die in so ein System dazugehören. Und vielleicht magst du dir auch noch eine Figur aussuchen, was du denn gerne sein möchtest. Vielen Dank, ja, gibt ja viele Möglichkeiten. Ja, ich nehme gerne die Stewardess. Die steht im Dienste der Menschen. Und so ist es auch bei der Zentralbank, die eine ganz wichtige Rolle hat bei der Bekämpfung der Inflation. Inflation entsteht, wenn mehr Güter nachgefragt werden, als Angebot da ist. Das ist wie beim Benzin im Sommer. Ja, wenn Leute alle tanken, werden die Preise höher. Und deswegen muss die Menge des Geldes vermindert werden, die man ausgeben kann. Und wo ist da der Hebel? Der Hebel ist das geliehene Geld. Das spielt eine Riesenrolle beim Autokauf, bei Immobilien, beim Küchenkauf. Und wenn Sie Zinsen erhöhen, dann leihen sich die Leute kein Geld mehr, dann kaufen sie weniger und dann können die Preise auch nicht mehr steigen. Legen wir das erstmal zur Seite. Lohnpreisspirale. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Belgian Eis kostet 73 € bald. Wie können wir verhindern, dass es so weit kommt? Die Lohnpreisspirale ist eine ganz gefährliche Sache, denn wenn jede Preiserhöhung voll ausgeglichen wird mit Lohnerhöhung, dann kommt es natürlich wieder zur Preiserhöhung. Denn die bezahlt ja die 73 € nur, weil die hier mehr Geld verlangt und bekommt. Auch bei der Lohnentwicklung ist natürlich nachvollziehbar, dass die Menschen einen Ausgleich wollen für die Inflation. Das darf aber nicht übertrieben werden, weil sonst das Missverhältnis von Angebot und Nachfrage nicht geringer wird. Thema Zinserhöhung. Gut für den Sparer, schlecht für den Häuslebauer. Wie ist deine Meinung dazu? Also die Zentralbanker sind immer im Stress, weil jede Höhe von Zinsen hat Gewinner und Verlierer. In den letzten zig Jahren hatten wir ganz niedrige Zinsen und ich habe mich immer beschwert, die sparen wollten und so weiter. Jetzt dreht sich das Ganze um. Jetzt sagen die nichts mehr, die freuen sich. Dafür beschweren sich jetzt die anderen, die nämlich Kredite aufnehmen, die sich bei den niedrigen Zinsen nicht beschwert haben. Die Zinspolitik kann nicht auf die Interessen von einzelnen Marktteilnehmern Rücksicht nehmen, sondern die richtet sich allein an dem Erfordernis der Inflationsbekämpfung auf. Was müssen jetzt die einzelnen Akteure machen, um die Inflation einzudämmen? Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Missverhältnis von Angebot und Nachfrage in den Griff bekommen. Und die nachfragen, die müssen vor allen Dingen preissensibel sein. Genauso ist es bei den Unternehmen. Was jetzt nicht schön wäre, wenn diese Preiserhöhungssituation dazu genutzt wird, die Gewinne zu erhöhen. Und auch der Staat soll jetzt nicht mit riesen Konjunkturprogrammen und so weiter an den Markt gehen, weil dann werden wieder Güter nachgefragt, die gar nicht vorhanden sind. Das heißt, wir müssen in eine Phase von 2, 3 Jahren kommen, wo alle ein bisschen Disziplin üben müssen. Ja, dann geht die Inflation aber auch wieder zurück. Wir sind mitten in der Preissteigerung, also Inflation haben wir schon. Wenn jetzt aber die Wirtschaftsverlaute dazukommen, dann sind wir doch mitten in der Stagflation. In der Tat hat man bei der Inflationsbekämpfung diese Phase, wo die Inflation noch hoch ist, die Wirtschaftstätigkeit aber gebremst wird. Auch das führt halt dazu, dass die Balance wiederhergestellt wird. Nur muss man dann dafür sorgen, dass die nicht anhält. Und das geschieht dadurch, dass man kurz- und
los die Zinsen erhöht bis zu dem Zeitpunkt, wo die Inflation zurückgeht und danach springt das Wirtschaftswachstum auch wieder an. Wie schaffe ich das jetzt, dass mehr Geld in meine Kasse kommt, damit ich hier überhaupt noch was kaufen kann? Das Wichtigste ist, dass man nicht einfach aus dem Portemonnaie heraus lebt, einen klaren Plan hat, sich mal aufschreibt, wofür gibt man eigentlich was aus, am Anfang des Monats Prioritäten setzen. Also eine gute kleine Finanzplanung hilft unheimlich, um diese Phase zu überstehen. Hast du das auch bei dir mal ausprobiert? In der Tat, das macht sehr, sehr viel Sinn und man ist ein bisschen überrascht und entsetzt darüber, wie viel Geld man für Dinge ausgibt, für die man eigentlich das Geld gar nicht zur Verfügung hat. Und was frisst euer Cash? Was tut ihr dagegen?